Hallo und herzlich willkommen zurück zu Train Fever Projekt 2000. Und wir waren letztes Mal stehen geblieben, beziehungsweise ich hatte ja vor einigen Folgen die Umfrage gestellt, welchen Zug wir von diesen 5 vor unsere Erzlok spannen wollen. Und ihr habt euch entschieden für, ich halte mal ganz kurz das Spiel an, die DB-Lok mit 36%, 8 Stimmen wurden dafür abgegeben. ÖBB hat 7 Stimmen erhalten, also 31%. Das heißt, die beiden Loks werden uns vor den Dienst gespannt. Das heißt, die DB und die ÖBB, vielleicht hat sich die Deutsche Bahn von der ÖBB eine Lok geliehen oder die ÖBB von der Deutschen Bahn eine Lok geliehen, kommt ja vielleicht auch mal vor. Auf Platz 3 ist gelandet, damit leider nicht dabei, Red Bull ÖBB mit 13%, 3 Stimmen. Und auch Sailor Moon mit 3 Stimmen. Und auf dem letzten Platz ist mit einer Stimme der Rail Cargo Group von der ÖBB gelandet. Und damit, wie gesagt, Deutsche Bahn und ÖBB werden vor die Lok gespannt. Müssen wir nochmal gucken. Ich hatte jetzt auch schon mal rausgeguckt, wo der Erzzug ist. Denn die schicke ich jetzt hier nochmal ins Depot. Sag mal, sind die jetzt gedreht? Warum drehen die denn? Nein, Quatsch, nicht so rum. Der blockiert ja den ganzen Bahnverkehr. Kein Weg elektrisch kann auch nicht sein, oder? Hier habt ihr doch extra ein Depot. Wofür ist denn dieses Depot hier da? Kannst du mir nicht erzählen, dass die jetzt keinen Weg haben? Hä? Also fahren sie eindeutig falsch rum. Das verstehe ich jetzt mal wieder nicht. Naja, gut. Okay, dann schick ich sie nochmal, drehst du nochmal um und schickst sie wieder auf die Linie. Das geht ja wieder gut super los. Welche waren das? Lange Güterzüge? Ich weiß gar nicht, wie die Linie hieß. Doch, Linie 2. Ja, ich habe sie nicht benannt. Schön. So. Weil die müssten nämlich auch mal gleich ins Depot, weil die sollten ja nur vorübergehend hier gefahren. Wir lassen sie erstmal ein bisschen weiterfahren, vielleicht sind sie dann schlau genug ins Depot abzuweichen. Und ihmchen hier will wahrscheinlich dann auch nicht hier, die Lok will wahrscheinlich dann auch nicht ins Depot fahren. Oder? Einfach so, wollen wir mal gucken. Ich wollte eigentlich am Anfang keine Mitfahrten mit dem machen. Ich wollte eigentlich nur die ganz schnell ins Depot schicken und dann wollte ich die austauschen und dann wollte ich weitermachen. Weil es gibt wie immer noch viel zu tun. Und, ja. Wie gesagt, HKX ist ja Hamburg-Köln Express, der sollte ja ausgetauscht werden. Deswegen habe ich ja die Abstimmung gemacht. Weil ich damals einen Fehler gemacht habe und ich darauf geachtet habe, dass das ja die HKX-Lok ist und das eine Personenlok ist. Sag mal, ihr seid jetzt wo? Ja, ich fahre gerade unter durch, okay. Machen wir ein bisschen schneller, komm. Ein bisschen schneller rasen die Züge hier. Da kommen sie raus. Die 5 Taurus. Die mit der Superbeschleunigung. Aber hier auf der kurvenreichen Strecke können sie eh nicht so schnell fahren, weil die ja eigentlich für lange Güterzüge ausgelegt ist. Und das ist ja eh nur so eine Übergangslok, die habe ich jetzt einfach gespaßt, aber drauf fahren lassen. Jetzt kommt die natürlich wieder weg, weil so ein bisschen unrealistisch ist schon, die 5 Taurus hier hintereinander rumfahren zu lassen. Man könnte noch mal so einen Zug machen, dass man irgendwie auch wirklich so einfach so eine Lok oder so rumfahren lässt, was auch mal vorkommt, dass die einfach irgendwo über dass nur eine Lok oder so mit wenigen Waggons oder so 2, 3 Loks, entweder eine abgeschleppt wird oder eine in eine Ersatzlok irgendwo hinfährt, also wo sie zum Einsatzort fährt. Das kommt durchaus vor, aber das können wir dann später noch machen. Es gibt ja auch wie heißt es denn? Diese so DB-Servicewagen, die ich vielleicht noch einsetzen kann, also so, ja, Gleisreparatur, Gleiswartung und sowas. Die können ja auch mal hier so durchfahren. Das wäre vielleicht auch ganz sinnvoll. Da muss man gucken, wo die fahren. Möglichst nicht auf der Schnellfahrstrecke, da blockieren sie alle, aber so auf einer Strecke könnten die vielleicht mal fahren. Und seid ihr jetzt schlau genug und einfach am Drehen dabei? Okay, euch verstehe ich wirklich nicht. Was soll das? Ey. Aber ganz ehrlich, du kannst mir nicht erzählen, dass die hier nicht in die... Warte mal. Kommen sie da nicht rein? Das kann natürlich sein. Hier vorne muss doch irgendwo hier eine Kreuzweiche. Hier vorne, genau. Da können wir vielleicht eine Kreuzweiche hinsetzen. Dass die hier auch in eine reinkommen. Mal gucken, ob das geht. Schauen wir mal. Das geht nicht. Schade. Dann können wir die ein bisschen später setzen. So.
Rucksack. Na gut, wir müssen erstmal klein mit warten. Halten wir die erstmal eben an. Und lassen dann die anderen durch. Weil er muss jetzt erstmal rausfahren. Und dann, wenn der weg ist, können wir bauen. Oh, das ist so schöner Transportfieber, dass man dann immer bauen kann, auch wenn Züge das Gleis blockieren. Das haben sie so viel besser geregelt. Aber gut, das ist halt so, deswegen ist Transportfieber auch einfach nur eine Verbesserung des Spiels, aber sehr, sehr viele Punkte verbessert. Und na gut, Flugzeuge und Schiffe sind dazu, aber vor allem die Verbesserung der Punkte, die man schon gemacht hat. Und deswegen ist das, glaube ich, wirklich ganz sinnvoll. Ab ins Depot mit dir. Und du bitte auch. Und du bitte weiterfahren, ja. Du bitte auch ins Depot. Und dann warten wir mal, bis die beiden Loks im Depot eingetroffen sind. Vielleicht können wir zu der Zeit noch ein bisschen Züge angucken. Was haben wir denn hier? Regionalexpress. Mit Hochspeed, mit Highspeed. Wo bleibt denn der Erzzug? Der wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bis er da ist, ne? Ich denke schon. Na gut, gut. Ein bisschen Zeit haben wir. Wie fahren wir denn jetzt? Verschwendet 5 Minuten damit. Ja, komm, dann machen wir wieder auf langsam. So ist auch doof, Züge gucken, ne? Komm, wir gucken hier ein bisschen am Bahnhof Züge. Kann man auch mal zwischendurch machen. PBZ-Zug fährt hier rum. Den wollte ich ja in Transportfieber auch immer bauen. Denke ich auch nie dran. So. Ja, der blockiert ja jetzt natürlich erstmal alle Gleise, bis man kann erstmal keiner weiteren einfahren. In den Bahnhof. Obwohl der Intercity hier, der kann noch einfahren. Welche Linie wird hier benutzt? Wie gesagt, der Flughafenbahnhof wird so kaum benutzt, was ich ein bisschen schade finde, weil mittlerweile so viele Verbindungen von diesem Flughafenbahnhof hier ausgehen, dass die Leute hier nicht umsteigen. Also hier hinfahren und dann mit der S oder mit dem Regionalexpress weiterfahren. Ist das ein Einser? Das ist ein Einser, der jetzt gerade hier lang fährt. Sehr schön. Auf dem Weg in den Flughafenbahnhof und dann wieder zurück. Die ICE-1-Strecke, die soll ja auch noch später weitergebaut werden. So, sind die beiden Loks jetzt angekommen. Ein bisschen dauert es natürlich immer beim Laden des Lokschuppens, dass wir die Loks jetzt auch endlich mal austauschen können, dass wir gleich mal weiterbauen können. Und sonst habe ich das Gefühl, wir schaffen in dieser Folge irgendwie gar nichts. Und ich habe, glaube ich, gerade wieder extrem mit der Kamera rumgewackelt, als ich mir die Züge angeguckt habe. Hätte vielleicht ein bisschen auf der Stelle bleiben. Nein, der Erzzug ist immer noch nicht da. Wo bleibt denn der Erzzug? Sag mal. Da ist er, glaube ich. Ne, ist er das? Das ist er. Sehr cool mit dem Bild, mit dem ICE. Kommt der Einser vielleicht auch noch? Das wäre natürlich super, wenn der Einser... Das schafft er nicht, oder? Der Einser, bis der abgefertigt ist und wieder hier hochfährt. Ne, der fällt gerade erst runter, der Einser. Ne, das schafft er nicht. Aber cooles Bild. Schauen wir doch mal hier. Haben wir noch irgendwas, was jetzt in den Bahnhof hier einfällt? Im Moment nicht. Da hinten fährt noch die Hamsterbacke. Der ECE schlängelt sich hier, wechselt hier das Gleis nochmal. Und wie gesagt, der Zweier, finde ich, fehlt noch. Der ECE 2, das es immer irgendwie gibt. Und irgendwas kommt hier noch in der Gegend. Ach nee, das ist der Triebwagen des ICEs. Ich dachte gerade, von hinten kommt noch was. Ne, von hier kommt gerade gar keine Lok. Nichts los hier. Doch, da kommt eine S-Bahn. Der Bahnübergang hier, der ist bestimmt auch, vor allem wenn der ICE 1 hier noch fährt, dann ist dieser Bahnübergang, glaube ich, der meist benutzt. Aber ich mag den. Um mal so einen breiten Bahnübergang zu haben. Und da müssen sie schon wieder warten. Oder nee, doch nicht. Warum warten die danach? Bis der Bus rüber ist. Jetzt müssen sie warten. Jetzt müsste die S-Bahn kommen, oder? Und wie gesagt, jetzt fallen diese Schranken, das mit diesem Gehüppe, das habe ich letztes Mal schon erwähnt. Das finde ich total cool. So doing. Weil die so einen Gummiteil unten haben. Und dann hüpfen die ein bisschen. Na, von welcher Seite? Ach nee, der Intercity kommt hier lang, tatsächlich. Intercity. Und von der Gegenrichtung könnte gleich sogar schon die S-Bahn kommen. Da kommt die S-Bahn. Sehr schön. Und dann müsste jetzt auch mal der Erzzug da sein. Man kann aber ein bisschen auf der Anlage schauen. Man kann auch ein bisschen mal schauen. Da ist der Erzzug. Fährt gerade ins Depot. So. Dann lassen wir ihn mal ins Depot fahren. Den längsten Zug, glaube ich. Das ist, glaube ich, der längste Zug. Aber die Taurus hat auch ordentlich Kraft, damit sie den längsten Zug hier auf der Anlage ziehen kann. So. Muss eigentlich der ganze Zug ins Depot? Ich dachte, irgendwann stoppt die. Jetzt stoppt er, glaube ich. Und jetzt reicht das. Jetzt verschwinden die restlichen Wagen. Und plopp. Genau so ist es. Hab mir nämlich schon gedacht. Und da wollen wir mal austauschen.
So. Vorne, wie gesagt, noch unser Autoteilezug, der zur Fahrzeugfabrik fährt, die ich eigentlich auch noch mal weiterbauen könnte. Ich habe erst überlegt, ob ich das in dieser Folge mache, die Fahrzeugfabrik weiterbauen. Aber ich glaube, ich wollte mich hier erstmal ein bisschen um Weißwasser bzw. um die Schweizer und österreichischen Züge kümmern. So, DB und... Ist das der richtige? Ich sag nicht, dass er den hier hinten angehängt hat. Oh. Train Fever, kannst du den nicht vorne anhängen? Nein, kann er nicht. Okay. Okay, dann müssen wir es auch noch anders machen. Ich dachte, wir können den ganz locker vorne anhängen, weil normalerweise macht er das auch. Aber warum auch immer, macht er es diesmal nicht. Das ist doch doof. So, dann machen wir die erstmal weg. Die Sailor Moon kann weg, das ist ÖBB, ne? ÖBB, genau, das ist das Cargo Group. Die kommt weg, dann heißt die beiden kommen davor. Und dann hängen wir jetzt erstmal alle nach unten. So. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich hätte jetzt gedacht, wir haben einen Klick, dann haben wir es fertig. Aber es wäre ja auch zu einfach gewesen. So. So. Und jetzt wieder nach oben. Hinter die Lok hängen. Und dann können wir gleich wieder fahren lassen. Wenn die ganzen Wagen... Ach, das sind doch wirklich viele Wagen. Schade, dass die Länge nicht dabei sind, aber so ein Kilometer? Ist das Kilometer zu lang für die Lok? Die ist wirklich lang. Das ist die längste, die hier fährt. Linie 2, da. Viel Spaß. Schauen wir uns nochmal an. Die Auswahl, die hier getroffen hat. Wie gesagt, die Pantos sind ein bisschen falsch gehoben. Normalerweise müsste der jetzt, glaube ich, vorne gehoben sein und hier hinten. Aber gut, das kann ich leider mit nicht ändern. Deswegen, weil ich da keine Lok für haben will. Deswegen DB und ÖBB fahren jetzt hier langsam raus und der Sound klingt irgendwie doof, wenn ich so nah dran bin. Na gut, dann würde ich sagen, können wir auch endlich in die normale Folge starten. Nach 11 Minuten auf Zug warten. Super spannender Folgenanfang. Wir hatten letztes Mal, oder beziehungsweise in den letzten Folgen, ja, den Erfurter Bahnhof hier hingesetzt. Da fährt ja der Eurocity und auch der EC1, wie man hier sieht. Sag mal, ist der Bahnhof zu kurz für den EC1? Aber da stand ja gerade noch der Triebwagen draußen, das ist nicht so schlimm. Hätte mich aber wirklich mal wundern, weil der ja volle Länge ist, deswegen. Vielleicht fuhr der auch gerade schon aus. Was haben wir denn hier? Da auf dem Hannover Weißwasser. Ach ja, der fährt ja auch in den hier. Das ist ja hier die Strecke noch. Die ich ja eventuell auch mal zweigleisig ausbaue und gegen andere Loks austausche. Aber später. Ich wollte ja hier durchs Bahnbetriebswerk gehen, ne? Fällt mir gerade ein. Genau. Irgendwie wollte ich ja hier so durchgehen. Dass die Lok dann hier so ran vorbeifährt, weil die andere... Wo sollte die denn hinfahren? Richtung Weißlauf. Genau, die Richtung Weißlauf sollte ja dazwischen durchfahren. Das können wir jetzt auch mal machen. Komm, wir bauen den Bahnbetriebshof weiter. Hier von der ÖBB. So, hier vorne ging es doch gerade sehr schön. Mit Oberleitung, ja bitte. Diesmal habe ich sogar dran gedacht. Ich bin schon fast stolz auf mich, weil sonst denke ich in Train Fever fast nie an die Oberleitung. Komm. Das müsste doch irgendwie gehen. Ach komm, ernsthaft? Bei so einer großen Strecke? Jetzt. Na gut, egal. Hauptsache es geht. So. Dann haben wir das auch. Sehr schön. Dann gehen wir hier raus. Dann legen wir noch eine nebenan. Und dann würde ich glatt sagen, fahrt die Lok hier so durch. Also diese zwei Gleise werden dann für den normalen Bahnverkehr genutzt. Und fährt dann durch den ganzen stehenden Verkehr hier durch. Also stehender Verkehr meine ich mit dort den ganzen stehenden Zügen hier. Weil ich werde hier noch mehr hinstellen. So. Bis hierhin können wir den ja mal da dran lassen, würde ich sagen. Und dann können wir hier auch so ein bisschen runtergehen und können hier mal ein bisschen oben bleiben. So. Soll alles auf einer Höhe sein. Jo. Dann können wir hier auch noch ein Depot hinstellen. Komm, wir stellen hier, nehmen ja alle ungefähr dieselben. Vielleicht ein moderneres hier. Ja, aber mit dem Dach hier. Ach, guck mal, da fährt sogar der Eurocity, der hier in die Abstellung fährt. Das finde ich total cool, dass die hier in die Abstellung fahren. Die Eurocitys. Und dann fahren sie halt wieder raus. So, ja gut. Aussteigen tut hier bestimmt keiner an den Bahnhof, weil eigentlich ist es sogar ein Güterbahnhof. Soll ja nur symbolisieren, dass der bereitgestellt wird jedes Mal. So. Dann, ich weiß nicht, wie viele Gleise wir hier machen, aber so bestimmt ein paar werden hier hinkommen.
Und da werden später auch noch ein paar Züge stehen. Da werde ich ein paar Österreicher und ein paar Schweizer Züge noch hinstellen. Ich hatte einen Zugwunsch. ET420? Richtig? Ich glaube, ja. Ich weiß noch nicht, ob es ein Schweizer oder ein Österreicher überhaupt ist. Also ich dachte erst, aber ich glaube, es ist ein Deutscher. Soweit ich mich in Erinnerung habe, ist der ET. Vielleicht wurde er auch in beiden Ländern eingesetzt. Keine Ahnung. Wir schauen gleich mal, ob ich ihn habe. Und ob es ein Österreicher oder Schweizer ist. Wenn es kein Österreicher oder Schweizer ist, werde ich ihn wahrscheinlich hier nicht einsetzen. Aber den Vorschlag werde ich im Kopf behalten, hoffentlich. Und dann werden wir später mal einsetzen. So, nehmen wir hier mal vielleicht die moderneren Teile, dass wir hier so ein bisschen modernere Zugdepots hingesetzt haben. Ja, kann man so machen. Ich würde fast sagen, das reicht schon an Gleisen. So, zack. Eins können wir noch, würde ich sagen. Oder dann bauen wir hier den Bahnhof daneben. Wollen wir das so machen? Eins können wir noch, komm. Einer geht noch. Eins noch daneben legen. So. Und der endet dann hinten irgendwo in einem, würde ich sagen, mit dem anderen zusammen. In einem Prellbock. So. Oder? Das wäre doch eine Idee. Wo haben wir denn die Depots hier? Wo waren denn die? Ach, da vorne. Wieder Train Fever. Wenn man so lange eine Zeit lang nicht mehr Train Fever spielt, ist man voll durcheinander. Das sind ja irgendwie auch komische Depots, die wollte ich nicht nehmen. Dann lass uns hier vorne noch einnehmen. Wir haben ja den Prellbock als Depot leider nicht mehr. So, dann lass uns doch so hier noch einnehmen. Dass wir wirklich einige Depots haben. Und wie gesagt, ich glaube, es ist sogar ganz realistisch, dass die Loks dann, die stehen ja normalerweise draußen, oder? Stehen die hier immer drin? Nein. Diese Hallen sind meiner Meinung nach eher für Wartung und so. Dafür sind die Hallen vielleicht eher gedacht. So. Ach ja, genau. Hier sollte dann der Abschluss hin, indem ich hier wieder so einen speziellen Güterbahnhof baue. Wie waren denn die? Der hier war's. Genau, der war's. Sehr schön. Vielleicht schaffen wir sogar noch 17 Minuten. Ja, wenn wir uns beeilen, schaffen wir vielleicht noch die Strecke nach Weißlauf. Das ist zu niedrig, ne? Die soll eigentlich genau auf der anderen Höhe sein. Lass uns mal ein bisschen das höher setzen hier. So. So. Und dann bauen wir das hier so ran. Ich weiß nicht, näher geht es anscheinend nicht. Dann nehmen wir das so erstmal. Und ich habe mal wieder Oberleitung vergessen. Aber das kann man dann später noch machen. So. Geht das? Nein, das geht nicht. Dann nehmen wir hier nochmal den Teil weg. Und müssen dann gucken, ob wir das hinten irgendwie angelegt kriegen. Dass wir hinten irgendwie rauskommen. So vielleicht. Ach komm, irgendwie muss das noch gehen. Steigung zu groß, Krümmung zu groß. Dann halt nicht. Dann machen wir es halt so und enden hier mit dem Prellbock. Geht auch. Es liegt auch tatsächlich ein bisschen niedriger. Deutlich niedriger. Oder wir machen hier hinten gar nicht so einen Abstellgleis. Ich würde ja eventuell noch einen Zug ganz gerne aus der Abstellung später. Obwohl. Vielleicht in die andere Richtung. Brauchen wir noch einen Zug aus der Abstellung? Okay, wir nehmen es erstmal weg. Ich habe mich doch dagegen entschieden, das hier erstmal so zu lassen. Das nehmen wir erstmal weg. Vielleicht baue ich ihn später nochmal um. Dann kann ich immer noch da so einen Bahnhof setzen und vielleicht nochmal umbauen. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt stellen wir erstmal ein paar Loks hier hin. Obwohl, wir nehmen erstmal, ich glaube, wir bauen jetzt mal die Linie und stellen die dann die Loks dahin. Das finde ich irgendwie sinnvoller. Oder ich gucke mal ganz kurz, was der ET420 ist. Ich hoffe, ET420 war echt, aber ja, muss ja. Eigentlich schon. Und ist er so ruhig. Aber das Spiel ist nicht abgeschmiert, denn er macht nur eine Pause. Und irgendwie, wenn man ein neues Lied startet, der macht ja auch Musikpause. Deswegen ist man immer kurz irritiert. ET420, ne, müsste ein Triebwagen sein. So, warte, ich bin irre. Jetzt kommt das wieder ein bisschen Suche. ET420, ÖBB 5047, jetzt so ein Alter. Könnte man auch als Ersatzzug so einsetzen, dass man so mehrere von den neuen, oder zumindest den hier so hinstellen, dass der so als Ersatzzug hier noch steht, falls der neue Zug ausfallen sollte. Rab.de
Was haben wir denn noch hier so? ET 420, nee, BR 420 oder ET? Ich dachte ET. So eine BR 420 habe ich hier, aber das ist ein... Vielleicht ist der ja sogar gemeint. Ich schau mal, ob ich noch ein ET finde. BR, weil... Ich dachte, ich hätte ET gelesen. Bin ich doof? Ich muss in der nächsten Folge nochmal nachschauen. Dann tut mir das leid. Dann habe ich in dieser Folge nicht dran gedacht. Oder beziehungsweise weiß nicht, bin mir sicher, ob du den meinst. Bei dem würde ich eventuell hier einsetzen als Regionalbahn. IT 420. Ich meinte, ich hätte da sowas auch schon mal gesehen. Wahrscheinlich war es BR, aber ich weiß nicht, wie ich auf ET komme. ET schwirrt bei mir im Kopfraum und sagt, es muss irgendwie ET gewesen sein, aber ich bin mir echt nicht sicher. CFL, das ist Luxemburg, kann man vielleicht auch nochmal irgendwo einsetzen. Ein Luxemburger Zug. National Express, der fährt irgendwo im Ruhrgebiet. Richtung... Nee, finde ich nicht. Wahrscheinlich war es doch BR und ich bin einfach nur völlig irritiert. ÖBB CityJet, das ist auch ein moderner elektronischer... Oder wollen die CityJet da einsetzen? Konzipiert für den Schnellbahn Stadtverkehr. 160, ja, kann man machen, ne? Wo die Strecke nur auf 120 Meter noch freigegeben ist. Oder den hier lieber, den ÖBB lieber auf eine andere Strecke einsetzen, weil Schweizer wollen wir auch noch ein bisschen verwenden. Obwohl, einen Schweizer Zug haben wir schon. Müssen gerade ein bisschen überlegen, was ich nehme. Oder dass wir den hier einsetzen, das wäre natürlich auch ganz schick. Ich glaube, ich nehme erstmal den. Aber warum gucke ich eigentlich zuerst nach der Lok und gucke dann, boah, denn die Strecke seit wann mache ich das denn? Na, ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich diesen ET 420 finde. Aber wahrscheinlich war es BR. Ich schaue nochmal nach. Wie komme ich denn auf ET? Ich weiß es wirklich nicht, warum ich ET denke. Also irgendwie glaube ich, da muss irgendwas Wahres dran sein. Ich überlege gerade, ob wir noch einen zweiten Bahnhof hier hinsetzen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll, dass der hier nochmal zweimal hält. Hier vorne noch in dem Gebiet. Eine mittlere Straße. Dann hier noch einen Bahnhof hinsetzen. Mal gucken, was wir hier haben. Wir haben ein paar Regionalbahnhöfe, so ein paar kleine. Personenbahnhöfe bitte. Und dann kleiner Regionalbahnhof, der ist mir zu klein. Wäre so einen klassischen. Auch langweilig irgendwann, ne? Ja, eine Regionalbahnhof haben wir, glaube ich, auch schon so oft verwendet. Weiß ich jetzt gar nicht. So, was haben wir denn hier noch? Das ist der alte. Nein. Nee, der ist auch, passt ja auch nicht hin, finde ich. Was nehmen wir? Der geht natürlich immer, finde ich. Ich finde den echt schick. Lass uns den nehmen mal wieder. 2 Gleise, 160, das passt. Oder wollen wir den lieber... Ich würde den lieber sogar ein bisschen schräg, aber ich weiß nicht, ob wir später noch eine andere Bahn hier lang lassen. Wollen wir 4 Gleise legen? Dass wir vielleicht doch eine S-Bahn hier lang legen? Oder eine andere? Ja, wäre vielleicht ganz sinnvoll. Dass wir mehrere Loks später halten. Oder durchfahren. Mal gucken, wie ich das genau mache. So, wir müssen jetzt nur hier so eine ziemliche Kurve fahren, ne? So. Ja gut, egal. Obwohl, es ist gar nicht mal so klug, wie ich ihn jetzt hingebaut habe. Ich glaube, ich reiße ihn mal wieder weg. Irgendwie habe ich diese Folge, das ist irgendwie eine unproduktive Folge. Fahrzeug im Weg, ja, beeil dich. Jetzt fahren die natürlich alle hier lang. So, jetzt weg. Und dann setzen wir den so ein bisschen schräg hier an, würde ich sagen. Bisschen so vielleicht. Ach ja, wir müssen ja erst die Häuser wegreißen. Ich bin auch im Transportwheel-Modus, dass da die Häuser automatisch wegreißt. Aber hier müssen ja erst die Häuser weg. Nee, ich will es ein bisschen gerader, so vielleicht. So ist schön. Und dann können wir hier auch den hier so setzen. So. Dann können wir das andere Gleis hier so durchlegen, würde ich sagen. Dass wir dann hier ankommen. Dann würde ich sagen, die beiden Gleise vereinigen sich dann hier und treffen dann hier auf die anderen Gleise. So habe ich mir das gedacht.
Also hier müssen wir durch. Das muss wahrscheinlich auch weg. Das muss auch weg. Da auch. Da auch. Wie gesagt, Stadt wegreißen, wieder halbe Stadt wegreißen. Ihr kennt es ja. Wenn ich mit der Bahn durch will. So. Das will ich hier. Warum? Weil das Haus im Weg steht. Denke ich mal. Ja. Schön. So. Dann müssen wir da vorne in den Bahnhof rein. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen rüber. Am liebsten hier so rüber. Ja, da müssen wir nur gucken, dass wir hier... Hier müssen wir nochmal einiges weg. Hier müssen wir dann vielleicht nochmal ganze Stadt umbauen. Aber das ist halt so, wenn man... Da bin ich jetzt auch nicht zimperlich und reiße einfach alles gnadenlos weg. Und wahrscheinlich hat nachher die Stadt keine Einwohner mehr. So wie ich das kenne, hat nachher die Stadt keine Einwohner mehr. Zack. Egal, vielleicht bauen sie dann ja gleich wieder neu. So. Die Straße würde ich eventuell auch noch ein bisschen anders legen. Vielleicht sogar eine Brücke setzen, dass wir hier so ein bisschen dran bauen können. Als erstes ist wichtig, dass die Bahn steht. So. Dann haben wir das hier verbunden. Dann hier. So. Das ist schon mal gut. Und dann binden wir das hier so noch ran. Können dann das andere hier so drauf gehen. Wir können ja leider nicht so ein bisschen wir können ja leider nicht die Strecken kreuzen. Das heißt, dass wir das jetzt so rüber gehen würden. So wie ich es im Transport für öfters mache. Dass ich mit den zweiten Linien hier so rüber gehe, dass wir dann sozusagen direkt Dreieck haben und gar nicht mehr über das andere Gleis rüber müssen. Oder doch, aber da nicht mehr wechseln müssen. Aber das geht ja hier in Transportfieber, in Trainfever leider noch nicht. Geht ja erst in Transportfieber. Und irgendwie habe ich in dieser Folge nicht wirklich viel geschafft. Na gut, wir gucken uns nachher noch einen Zug an. Einfahrsignal suche ich nicht. Blocksignal mit Einsatz rot. Blocksignal. Jetzt mache ich mal wieder normale Blocksignale. So. Nein, falsche Richtung. Oder stehen die jetzt falsch rum? Bin ich jetzt wieder... Standort links. Ich möchte gerne rechts stehen haben. Da ist es rechts. So. Zack. Sehr schön. Und dann hier von der Seite auch. Zack. Und dann von der anderen Seite kommt... Ja, hier müssen wir immer gucken, weil... ob wir die dann nochmal wechseln lassen, eigentlich wäre es sinnlos. Obwohl... Hier doch so. Also ich würde sagen, dass die dann hier zumindest einmal hier zwischendurch nochmal hier drauf wechseln können, damit der eine dann... Damit sie ein bisschen Ausweichgleis haben, sozusagen. Und dann haben wir hier die zwei Gleise. Dann würde ich mit dem linken Gleis hier Richtung rausgehen. Und wir haben 27 Minuten. Ich würde die Folge... Wollen wir die Folge schon beenden? Eigentlich müssen wir mal wieder, weil ich will nicht so lange Folgen machen. Also jetzt 35 Minuten wären mir jetzt zu lang. Deswegen muss ich mich jetzt verabschieden. Was nehmen wir denn mal zur Verabschiedung? Das haben wir lange nicht mehr gesehen irgendwie. Und wieder hinten in der Ecke vielleicht? Ach komm, wir haben die haben wir doch lange nicht mehr gesehen, ja. Gucken wir uns den hier mal an. Die Westbahn. Die wahrscheinlich später auch nochmal umgebaut wird. Aber anders ist auch eine Schweizer Bahn hier. Die Westbahn. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Mit diesem Zug sage ich Tschüss. Ciao.